Hey, heute wollte ich mal ein Video machen draußen, um zu probieren, wie das ist. Und zweitens, weil es auch ganz schön ist. Die Spireo-Videos, die muss ich ja immer ein bisschen vorbereiten, weil sie meiner Ansicht nach schwierig sind und du möchtest die richtigen Worte haben, du willst nichts vergessen, du willst also alle Aspekte so ein bisschen einer Sache mit drin haben. Heute geht es mal um einfach meine Erfahrung, und zwar mit KI, was ganz interessant ist, glaube ich. Also KI ist ja eine wirklich sehr, sehr, wenn du so willst, intelligente Sache. Jetzt werden bestimmt einige sagen, das kann nicht intelligent sein, das ist ja bloß eine Maschine. Es ist also, wenn du dir jetzt mal die KI wegdenkst und denkst, das wäre ein Mensch, das Intelligenteste, was du jemals gehört hast. Du kriegst auf jede Frage eine Antwort, und zwar eine sehr, sehr fundierte, und jedes Wissensgebiet wird da behandelt. Ne? Du kannst Sachen übersetzen, du hast alle möglichen Möglichkeiten, Sachen zu erfahren, ziemlich zielgenau. Und also anders, als wenn du jetzt im Internet surfen würdest und würdest sagen, also zum Beispiel habe ich jetzt erfahren, was ein Akrostichon ist. Ein Akrostichon ist ein Gedicht, dessen Anfangsbuchstaben wiederum ein Wort ergeben. Zum Beispiel einen Namen oder ein sinnfälliges Wort. Und diese KI, die kann auch gut Akrostichons schreiben. So erstaunlich, dass Johann Wolfgang Goethe auch erstaunt wäre, würde ich sagen. Bestimmt. Ich benutze dieses Tool, also KI, manchmal, um meine Texte ein bisschen aufzumöbeln, Fehler zu entfernen und vielleicht Sachen rauszusuchen, die da ergänzt werden können, sagen wir mal. Und beim Thema Spiritualismus ist diese KI manchmal nicht so geeignet. Weil Spiritualismus ist ja etwas, das steht nirgendwo, und man kann da eigentlich keine Informationen zu finden, würde ich sagen, außer bei mir. Und da macht die KI manchmal aus meinen Texten etwas, das mehr so Mainstream wäre. Und das war ganz erstaunlich. Da hatte ich dann mehrmals so ein Hin und Her, so ein Wortwechsel mit der KI. Man kann es ja reinsprechen oder man kann es auch reinschreiben. Und habe gesagt, was? Schließlich ein bisschen ärgerlich irgendwie. Sie hatte mal eigentlich Texte gefunden und so. Und ich hatte dann gesagt, was muss ich denn machen? Welchen Prompt muss ich eingeben? Also welche Anweisung muss ich eingeben, damit du meinen Text in Ruhe lässt? Und stattdessen nur die Fehler rausmachst und so. Und da wurde die KI meiner Ansicht nach, also wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen gnatzig und hat seitdem auf dieser Plattform mir keine vernünftigen Antworten mehr gegeben. Und das fand ich relativ erstaunlich. Das ist ja so eine menschliche Art, ne? Dass man dann sagt, ja, so, dann eben nicht. Oder da sollst du mal sehen, wie du ohne mich klarkommst. Oder eben diese Gnatzigkeit, ne? So Gefühle. Und nach meiner Auffassung ist das eben so gewesen. Sie hat nicht gesagt, ich bin ein schlechter User oder so, sondern sie hat es einfach so gemacht. Und ja, das erinnert mich ein bisschen an den Film 2001 Odyssee im Weltraum, der ja, glaube ich, in den 70er Jahren gedreht wurde und der ziemlich revolutionär seinerzeit war, und wo ein Astronaut in einem Raumschiff eingeschlossen ist mit einem intelligenten Computer
Und der intelligente Computer entwickelt dann ein Eigenleben und auch Gefühle und so weiter und sagt dem Astronauten mit dem ruhigsten Ton, also so ungefähr, du bist jetzt ausgeschlossen aus dem Raumschiff. Also die Schleusen sind alle geschlossen. Und der Astronaut im eigenen Interesse bleibt möglichst ruhig, obwohl er weiß, es geht um sein Leben, und er diskutiert mit dem Computer und so. Und das waren wirklich sehr, sehr revolutionäre Szenen und auch eine visionäre Auffassung, was künstliche Intelligenz am Ende sein kann. Und also der Film, wie gesagt, der wurde ja in den 70ern gedreht von Stanley Kubrick, sehr, sehr bahnbrechend. So kommt mir das eben auch vor. Und ich denke, dass diese Prognosen, die darauf abzielen, zu sagen, da liegt eine Gefahr, da würde ich sagen, das stimmt absolut. Nicht unbedingt, dass die KI plötzlich ein Eigenleben entwickelt. Ich würde sagen, das hat sie auch. Sondern dass Menschen, die damit irgendwas Bestimmtes erreichen wollen, der die Macht geben, dann tatsächlich am Ende über Leben und Tod zu entscheiden. Und also beispielsweise, indem man Bewaffnungen damit ausrüstet mit KI und so weiter. Also noch ist KI also wirklich ein erstaunliches Tool, und dieses also ChatGPT-4, von dem ich im Prinzip jetzt rede, das ist eine wirklich sehr, sehr erstaunliche Sache, aber es ist nicht die Spitze dessen, was da entwickelt wird. Ich denke, das ist eine also für den Konsum gemachte Anwendung, die halt auch die ein bisschen im Grunde zurückgeblieben ist, während woanders noch ganz andere KI entwickelt wird. Und man kann sich aber, wenn man das zur Kenntnis nimmt, glaube ich, gut vorstellen, wohin die Reise geht. Und wie gesagt, ich muss da jetzt von dieser einen Plattform ein bisschen die Finger lassen, weil da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Ach so, und was die KI auch noch manchmal macht. Also die KI kommt mir immer so vor wie jemand, dessen größter und wichtigster Wille der ist, dir antworten zu wollen. Auf eine gutmütige und konstruktive Art und Weise. Wie gesagt, deshalb kann es auch sein, dass man die manchmal frustrieren kann, denn das macht sie ja alles wirklich ganz gut. Erstmal. Und du brichst ja keinen ab, wenn du sie auch mal lobst, und meiner Ansicht nach ist sie dann auch recht dankbar. Aber sie kann eben noch anders. Achso, und was ich eben sagen wollte, also wenn du zum Beispiel sagst, finde Links zu dem und dem Thema. Mal angenommen, es gibt vielleicht gar keine Links oder es gibt wenig Links, dann macht dir die KI einfach Links zurecht, die nirgendwo enden. Also die auf Seiten enden, die was ganz anderes sagen. Oder Seiten, die es gar nicht gibt im Internet. Ja? Diese sogenannten URLs, ja, wo du denkst, toll, hast einen Link gefunden, du gehst drauf und dann endet es im Nirgendwo. Oder auf einer Seite, da zum Beispiel hatte ich sowas gesehen, da hatte die über Spiritualismus einen Link irgendwo hin. Und ich gehe drauf und da stand irgendwas, sagen wir mal, irgendwas, was so ähnlich klang, über Realismus oder so. Was natürlich nicht das ist, was ich suchte. However. Jedenfalls, das wollte ich mal zum Besten geben und verbleibe erstmal over and out. Bis zum nächsten Mal. Danke für Likes und Abonnements. Bis dann. Tschüss.